Möchten Sie noch etwas zu trinken? Vielleicht sollte ich uns zur Abwechslung mal was holen. Na danke, ich hab noch. Wie Sie wollen. Die halten es nicht für nötig, ihn dem Haftrichter vorzuführen. Die denken, nur weil er Ausländer ist, können sie mit ihm machen, was sie wollen. Aber damit werden sie nicht durchkommen. Was willst du machen? Ich werde echt danach informieren. Gleich morgen früh gehen wir zum Präsidium und machen denen die Hölle heiß. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Benedikt von Anstetten ist... Er war mein Vater. Bitte, Herr von Anstetten, Sie können sich später noch mit ihm unterhalten. Also ich muss schon sagen, das klingt wie ein schlechtes Märchen aus Tausend und einer Nacht, was Sie uns hier auftischen. Aber es ist die Wahrheit. Na gut. Nehmen wir mal an, Ihre Geschichte ist tatsächlich wahr. Wie wollen Sie beweisen, dass Sie der Sohn des verstorbenen Grafen sind? Fragen Sie meine Mutter, die wird es Ihnen bestätigen. Ich sprach von Beweisen. Mein Vater. Also Benedikt von Anstetten hat meine Mutter während seines Aufenthalts in Indien kennengelernt. Wir werden das nachprüfen. Bitte, Sie werden sehen, dass es stimmt. Naja. Und dann eines Tages musste mein Vater Indien wieder verlassen. Das heißt, meine Mutter dann... Das heißt, Ihr Vater hat Ihre Mutter einfach sitzen gelassen. Er wusste doch gar nicht, dass sie schwanger war. Das hat sie ihm verschwiegen. Woher wussten Sie denn, dass Sie Ben hier finden können? Ich meine, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, nach ihm zu suchen? Gleich. Darf ich denn bitte vorher noch ein Glas Wasser haben? Na klar. Mahlzeit. Hallo, setz dich doch. Wir haben schon mal angefangen. Ja, danke. Aber ich glaube, ich habe gar keinen Appetit. Wieso, ist irgendwas passiert? Aber das erzähle ich euch lieber nach dem Essen. Kommen Sie schon. Was gibt es denn? Im Wohnheim ist der Teufel los. Der reinste Horror. Wir haben eine Kakerlakenplage. Das ist ja widerlich. In was für einem Loch wohnst du denn? Dafür kassieren die auch noch Miete. Naja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Aber wenn die Viecher erst mal irgendwo sind, dann... Ja, die vermehren sich rasend schnell. Gibt es denn niemanden, der sich darum kümmert? Doch, wir haben natürlich sofort den Hausmeister benachrichtigt und der hat auch schon den Kammerjäger bestellt. Es ist doch bald vorbei. Naja, kann auf jeden Fall noch 14 Tage dauern, bis ich wieder in mein Zimmer kann. Ja, wegen der giftigen Chemikalien. Am besten bleibst du gleich hier. Ramons Zimmer ist ja frei und frisch renoviert. Ich weiß nicht. Das Zimmer ist zwar frei, aber noch nicht fertig. Mein Gott, die paar Kleinigkeiten, die stören doch nicht weiter. Und zur Not kriegt man das doch ruckzuck hin. Darum geht es doch gar nicht. Und worum geht's dann? Also, wenn ich Ela richtig verstanden habe, handelt es sich nicht um eine Nacht, sondern um 14 Tage. Genau. Ja, das wäre schon für länger. Ja, insofern geht's überhaupt nicht. Das Zimmer ist doch leer. Also macht aus der Sache nicht so ein Problem. Außerdem ist es immerhin noch besser als ein Hotel und billiger. Vielleicht möchte Ela ja gar nicht. So ein Quatsch. Die Sache ist klar. Meinst du, wir überlassen dich den Kakerlaken? Ja, schade um dich, oder? Natürlich. Ela kann so lange hier wohnen, wie sie möchte. Na also, Aber ich kann doch genauso gut bei einer Kommilitonin unterkommen. Der hat eine große Wohnung. jetzt mach's nicht so kompliziert. Du bleibst schön hier. Wäre noch schöner. So, und jetzt isst erst mal was. Naja, und als ich herausgefunden hatte, wo der Familiensitz der von Anstettens ist,
bin ich auf gut Glück hin. Zufälligerweise suchten sie gerade einen Pferdepfleger. So war ich plötzlich mittendrin. Aber da wusste ich noch nicht, dass es 2 Grafen gibt. Das habe ich erst später erfahren. Anfangs dachte ich, Christoph von Anstetten sei mein Vater. Verstehe. Sie haben sich bei den von Anstettens eingeschlichen, konnten alles wunderbar auskundschaften und damit die Tat vorbereiten. Nein, ich habe nichts vorbereitet. Warum sollte ich meinem eigenen Vater etwas antun? Oh, das will ich Ihnen sagen. Ihr Vater hat Ihre Mutter und damit auch Sie verlassen. Als Kind ohne Vater aufzuwachsen ist schwer, nicht nur in Indien. Und dafür wollten Sie sich rächen. Sie wussten nicht wohin mit dem Hass gegen den treulosen Vater und deshalb musste er sterben. Das ist nicht wahr. Alle Indizien sprechen dafür. Herr von Anstetten wurde mit einem gefährlichen Schlangengift getötet. Und dieses Gift stammt aus Indien, Herr Rai, Ihrer Heimat. Dann wäre ja jeder Inder der potenzielle Mörder meines Vaters. Und was ist mit der Schreibmaschine? Sie hatten jederzeit Zugang zu der Abstellkammer, wo wir die Schreibmaschine gefunden haben. Ich wusste gar nicht, dass deine Schreibmaschine steht. Oh, das können Sie mir doch nicht erzählen. Sie haben darauf den Drohbrief an Frau von Anstetten getippt. Aber warum denn? Ich habe nichts gegen Frau von Anstetten. Das glaube ich Ihnen sogar. Der Brief sollte ja auch nur von Ihrer eigentlichen Tat ablenken. Der Rache an Ihrem verhassten Vater. Ich wollte meinen Vater nur kennenlernen. Begreifen Sie denn das nicht? Oh ja, das begreife ich. Sehr gut sogar. Dann verstehe ich nur nicht, dass Sie sich Ihrem Vater nicht eher zu erkennen gegeben haben. Das wollte ich ja. Aber ich wollte zuerst rausfinden, was er für ein Mensch ist, bevor er erfährt, dass ich sein Sohn bin. Aber ich hätte ihn doch nie umgebracht. Ich bin kein Mörder. Oh. Das hast du unten liegen gelassen. Vielen Dank, das habe ich schon überall gesucht. Hast ganz schön Stress, hä? Ja, kannst du wohl sagen. Eine ganz üble Übersetzung. Ein Artikel aus der Financial Times. Ach ja, die werde ich dann wohl auch öfters lesen müssen, falls das was wird mit dem Sprachkurs in London. Ja, aber dann könntest du so eine Übersetzung sicher in 5 Minuten hinzaubern. Sag mal, was ist eigentlich mit Arno los gewesen? Wieso? Naja, verstehst du, warum er so komisch reagiert hat, als du Ela den Vorschlag gemacht hast, ein paar Tage bei uns zu wohnen? Eigentlich nicht. Wahrscheinlich will er nur seine Ruhe haben. Aber die Sache ist geklärt. Ela zieht bei uns ein. Echt? Ja. Na super. Alles andere wäre ja auch bescheuert gewesen. Mhm. Oh, scheiße, schon so spät. Ah, meine Arbeitsgruppe. Du weißt doch, Goethes Werther. Ach so. Was ist denn eigentlich mit Erik? Ich glaube, der ist immer noch in mich verknallt. Obwohl ich ihm klipp und klar gesagt habe, dass ich in einen anderen verliebt bin. Und trotzdem gibt er nicht auf. Nee, leider nicht. Der schmachtet mich auch immer so an. Ist richtig unangenehm. Vielleicht warst du nicht deutlich genug. Doch, war ich. Naja, manche Männer sind eben schwer vom Begriff. Ja, offensichtlich. Kathi, bitte, jetzt konzentrier dich endlich. Welche Staaten waren am Wiener Kongress beteiligt? Oh. Mein Gott, wir sind es jetzt x-mal durchgegangen. Ach, sowas kann sich doch keiner merken. Also gut, dann nochmal. Christoph. Raja. Gott sei Dank. Dann hat sie doch noch alles aufgeklärt. Ja, ist bloß noch nicht ausgestanden. Er muss sich für eventuelle Fragen noch bereithalten. Was wollen die denn noch? Ich erkläre euch das später. Ich muss erst mal mit ihm unter 4 Augen sprechen. Ja, ich würde es mal gerne jetzt wissen. Später. Kommen Sie, wir gehen ins Büro. Ja, aber... Bis gleich. Geduld. Mach doch mal auf! Hast du denn den Schöner und die Hadler schon mal miteinander gesehen? Nee, das nicht. Aber das sieht doch Melinda, dass sie das miteinander haben. Hi. Hi. Und bleibt's dabei. Heute Nachmittag mal nicht mit dem Referat. Ach so, ja klar. Guten Morgen. Ja, wenn Sie mir doch bitte mal einen Moment zuhören würden. Morgen. Ja. Ihre heutige Deutschstunde bei Paul... Entschuldigung, Ihre heutige Deutschstunde bei Herrn Schöner muss leider ausfallen. Ihr Beifall ist etwas verfrüht. Ich werde die Stunde übernehmen.
Über den Unterrichtsstoff habe ich gestern Abend ausführlich mit Herrn Schöner gesprochen. Wir machen genau da weiter, wo Sie aufgehört haben. Na, die Besprechung möchte ich gesehen haben. Wahrscheinlich unter der Bettdecke. Das heißt, es geht weiterhin um die Leiden des jungen Werther. Richtig? Ich dachte, das hätten Sie gestern Abend ausführlich besprochen. Diese Lektüre wird Sie übrigens noch das ganze Halbjahr begleiten. Für Liebesgeschichten nimmt sich Herr Schöner gern viel Zeit. So, wir schlagen auf Seite 32. Hallo Ela. Herr Brandner, schon Feierabend? Leider nein. Ich habe eine geschäftliche Besprechung. Wichtig. Da wollte ich mich vorher in Schale werfen. Ach so. Herr Brandner, Ja? ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich jetzt hier wohne. Susanne hat Sie ja gewissermaßen überfahren. Ach was, natürlich nicht. Das geht schon in Ordnung. Schön. Da gehe ich mal hoch. Wie ist es? Sollen wir gleich zu dir oder wollen wir vorher noch ein Eis essen? Was? Eis, bevor wir uns ans Referat machen. Ach so, ja, ich habe völlig vergessen. Ich habe gleich noch einen Zahnarzttermin. Ich kann gar nicht. Aber du hast doch eben noch gesagt, es bleibt dabei. Ja, ich weiß. Ich habe es eben vergessen. Vielleicht können wir ja danach, wenn ich gleich drankomme. Ich rufe dich an, okay? Na, mal wieder abgeblitzt. Das geht dich überhaupt nichts an, okay? Rajan ist Bens Sohn? Das behauptet er zumindest. Rajan aus Bens Zeit in Indien. Er hat damals eine Inderin kennengelernt und das ist Rajans Mutter. Jetzt kapiere ich. Deswegen war auch damals so verdattert, als er gehört hat, dass es 2 Grafen von Anstetten gibt. Er dachte, du bist sein Vater. Und er kommt einfach so reinspaziert. Aus Indien. Einfach so nicht. Er war tatsächlich auf der Suche nach seinem Vater. Wie will er das denn beweisen? Es gibt da sicher eine Möglichkeit. Ich werde mich darum kümmern. Das solltest du unbedingt tun. Ich finde ihn ja sehr nett, aber ich bitte dich, da kann ja jeder kommen. Ja, deswegen müssen wir so schnell wie möglich klären, ob er wirklich Bens Sohn ist. Das wird auch Tanja interessieren. Denn sie müsste ja dann ihr Erbe teilen. Mit ihrem Pferdepfleger. Na, das wird dir gefallen. Das tut gut. Du könntest öfters mal Kuchen mitbringen. Gern. Du musst nur aufpassen, dass dir Tim nicht auf die Schliche kommt. Wieso? Naja, als dein neuer Fitnesstrainer wird er dir sicher nicht erlauben, dass du dich mit solchen Kalorienbomben vollstopfst. Kein Problem. Weißt du, was er das letzte Mal zu mir gesagt hat? Nein, aber du wirst mir sicher gleich verraten. Arno hat er gesagt, wenn ich mal so alt bin wie du, möchte ich deine Figur haben. Oh. Tim weiß eben, wie man mit den Kunden umzugehen hat. Also bitte, bitte, lassen wir ihm alles für Anna zurück. Ach komm, Papa, das war doch nur ein Witz. Iss so viel Kuchen, wie du willst. Wer weiß, wann Anna kommt. Außerdem, sie macht sich nicht so viel aus Süßem. Na also. Und soll er schlecht werden? Nein. Wo ist Anna denn? Ich schätze bei ihrem geheimnisvollen Freund. Was denn, sie hat einen Freund? Ja, jedenfalls ist sie verliebt. Und wieso erfahre ich das wieder mal als Letzter? Weil das nicht offiziell ist. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ja. Wenn es was Ernstes ist, dann wird sie ihn schon mal mitbringen, oder? Sicher? Möchtest du noch Kaffee? Danke. Ich muss los. Soeben warst du von dem Kuchen noch so begeistert. Ich bin mit einem Kommiliton in der Bibliothek verabredet. Da gibt's bestimmt keinen Kuchen. Es tut mir leid, aber ihr werdet euch sicher auch ohne mich amüsieren. Ciao. Und danke für den Kuchen. Das ist ja nett, dass du mich besuchst. Ist doch klar. Geht's dir denn schon wieder besser? Ja. Ja. Das Fieber ist jedenfalls weg. Was? Du hattest Fieber? Warum hast du mich denn nicht angerufen? Ich wäre doch sofort vorbeigekommen und hätte dir Wadenwickel oder sowas gemacht. Ich soll dich anrufen? Und wie melde ich mich bitte am Telefon? Hä? Mit Paul. Wo ist da das Problem? Ja, Paul. Aber was mache ich, wenn jemand meinen Nachnamen wissen will? Ja, dann sagst du Schöner. Kein Mensch weiß, wie meine Lehrer heißen. Und wenn doch? Mein Gott, dann sagst du halt irgendeinen anderen Namen. Meier, Schulze, Müller, ist doch völlig egal. Jedenfalls möchte ich nicht, dass du hier alleine leidest, statt dich von mir trösten zu lassen. Das war doch nur eine kleine Erkältung. Trotzdem. Nächstes Mal sagst du Bescheid, ja?
muss ich das auch nicht von der dämlichen Hadela erfahren. Okay, ich verspreche es. Gut. Ich hoffe, der steckt dich nicht an. Und wenn schon, können wir wenigstens gemeinsam das Bett hüten. Das würde so passen, was? Wie hat mich Corinna denn vertreten? Corinna? So. Naja, die kann dir auf jeden Fall nicht das Wasser reichen. Also lang würde ich die nicht ertragen. Deswegen musst du auch ganz schnell wieder gesund werden. Ist das der einzige Grund? Nein, da gibt's noch einen. Oh Mann, ich will dich endlich wieder richtig küssen. Ich habe heute etwas Unglaubliches erfahren. So, und von wem? Vom Grafen. Es ist streng vertraulich. Aha. Also pass auf. Der Bruder des Herrn Grafen. Ach, Tilda, dir kann ich es ja doch anvertrauen. Du gehörst ja praktisch zur Familie. Ja, nun erzähl mal. Dieser Rajan Rai, der Stallbursche, du weißt doch. Ja. Er ist wahrscheinlich der Sohn des seligen Herrn Grafen. August von Anstetten hatte noch einen Sohn? Nein, ich meine Benedikt. Das gibt's nicht. Das habe ich zuerst auch gedacht. Und wie soll das gehen? Der Graf war strohblond und dieser Rajan, der ist doch pechschwarz. Die Mutter ist aus Indien. Ach so. Ja, sag mal, war das etwa damals... Genau. Und die Polizei musste ihn jetzt freilassen. Sie konnte nicht beweisen, dass er der Mörder ist. Das heißt, das kann er ja auch gar nicht sein. Ich meine, er wird ja den eigenen Vater nicht umbringen. Nee, natürlich nicht. Vielleicht wird ja jetzt doch noch alles gut. Der Graf hat zwar den Bruder verloren, aber einen Neffen gewonnen. Das könnte dem Grafen doch helfen, über das tragische Unglück wegzukommen. Hoffentlich. Der Arme hat schon genug leiden müssen. Die erste Frau gestorben, von der zweiten getrennt, Henning verschwunden und dann sein Bruder. Vielleicht kommt ja jetzt das Glück zurück in dieses Haus. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Ist ja ganz schön spät geworden. Ja, tut mir leid. Das Wartezimmer war so voll. Ich musste stundenlang warten. Macht ja nichts. Aber lass uns gleich anfangen. Sonst sitzen wir noch bis morgen früh hier. Also, ich habe mir gedacht, wir fangen mit einem Zitat an. Als Einstieg. Gute Idee. Aber bevor wir loslegen, wollte ich dich noch was fragen. Hast du mir eigentlich das Gedicht in mein Buch gelegt? Ja, aber das weißt du doch ganz genau. Naja, ich hab's mir gedacht. Und deswegen habe ich dir auch gleich gesagt, dass ich in jemand anderes verliebt bin. Ich hatte gehofft, dass du das akzeptierst. Naja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du dir immer noch Hoffnung machst. Nein, aber das ist nicht so einfach. Ja, aber versuch's. Es hat so einfach keinen Sinn. Ja, aber ich kann das nicht einfach so von jetzt auf gleich abstellen. Ich habe mich einfach tierisch in dich verliebt. Naja, und ich dachte, du magst mich auch. Ich mag dich. Wirklich. Ja. Und deshalb hoffe ich vielleicht immer noch, dass daraus eines Tages was werden könnte. Das glaube ich nicht. Vielleicht wäre es einfacher für mich, wenn wir uns nicht dauernd sehen würden. Aber so ist es einfach beschissen, wenn das in der Schule passiert. Du kannst nirgendwo hin. Ich muss in der Klasse sitzen und so tun, als wäre nichts. Das ist einfach verflucht schwer. Ja, ich weiß. Naja, komm, lass uns loslegen. Je schneller wir fertig sind, desto besser. Hallo? Es riecht vielleicht gut. Ich hoffe, es schmeckt auch so. Susanne noch nicht da? Nein, aber sie müsste bald kommen. Schön. Wenn sie da ist, können wir auch sofort essen. Wir sagen Ihnen dann Bescheid. Ja, ich setze mich erst mal rüber. Bis gleich dann. Wir kriegen bestimmt 15 Punkte. Ich bin aber auch froh, wenn wir mit dem Thema endlich durch sind.
Naja, wenn wir Pech haben, zieht sich das Referat noch bis nächste Woche. Wieso? Wir halten es doch schon übermorgen. Ja, aber es kann sein, dass der Schöne bis dann noch krank ist. Ach was, dem geht's schon wieder besser. Bis morgen ist er Bestimmt wieder da. Woher weißt du das? Ach, das denke ich mir einfach. Der sieht doch ziemlich fit aus. Naja, wenn du meinst. Ja, also. Okay. Bis dann, ne? Ja, bis dann. Ciao, Erik. Ciao. Mist. Tja, ich muss leider zugeben, dass ich Ihnen im Moment keinen Verdächtigen präsentieren kann. Die Suche geht wieder von vorne los. Aber die Spur führt doch eindeutig nach Friedenau. Dort steht ja auch die Schreibmaschine, die der Mörder benutzt hat. Moment, der Briefschreiber und der Mörder müssen ja nicht unbedingt identisch sein. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich. Ja. Dann verstehe ich nicht, warum Sie nicht schon lange alle verhaftet haben, die auf Friedenau wohnen. Den müssen Sie mal ordentlich auf den Zahn fühlen. Und an wen hätten Sie dabei so gedacht? Na, Christoph, Barbara, Tanja, die profitiert ganz besonders von Bens Tod. Und den Brief? Hat sie den auch geschrieben? Vielleicht wollte sie ja nur die Spur verwischen. Oder uns beide umbringen. Vielleicht will sie auch nur irgendwelche alten Rechnungen mit mir begleichen. Wissen Sie, diese Dame und ich, wir waren uns nicht immer ganz grün. Sie würden also Tanja von Anstetten zutrauen, dass sie ihren Mann umgebracht hat? Oh ja, der traue ich noch ganz andere Sachen zu. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, die würden gar kein gutes Licht auf die junge Gräfin werfen. So? Dann erzählen Sie mir doch mal einen. Na gut, wenn Sie unbedingt wollen. Susanne müsste nun wirklich bald kommen, oder? Ja, das denke ich auch. Ich setze mich einfach schon mal. Hi. Das riecht gut. Wie geht's? Bestens. Schön. Was ist denn mit euch los? Wieso? Was soll sein? Naja, ihr redet kein Wort. Was? Tja, es sieht fast so aus, als hättet ihr Stress. Stress? Wir verstehen uns großartig, nicht wahr? Ja? Ja, wenn das so ist, dann kann ich euch ja beruhigt eine Weile alleine lassen. Ich mache einen Sprachkursus in London. In ein paar Tagen geht's los. Das ist ja toll. Finde ich auch. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Und ein schlechtes Gewissen brauche ich ja jetzt auch nicht zu haben. Ela wohnt ja hier. Du bist also bestens versorgt.